Noch eine Bemerkung, auch aus dem 19. Jahrhundert gibt es eine Bemerkung zum Glockenpendel, Glockenmetronom von einem gewissen Herrn Reismann. Und der sagt, Melzel hätte ein Glockenmetronom entwickelt und beabsichtigt damit die Markierung der vollen Taktteile. Vollen Taktteile. Ja. Eine merkwürdige Formulierung. Volle Taktteile. Wie kann ein Taktteil voll sein? Because a tactile is a single beat, is a tick, is a tick. Yeah. Genau. Das bestätigt wieder das von Marx. Wenn ich das Glockenpendel anwende, wo immer der Taktanfang markiert wird, dann sind die einzelnen Schläge Markierungen der einzelnen Taktteile. Viervierteltakt, oder? Ja. Kling, Ching, Ching, Ching. Kling, Tick, Tick, Tick. Dann sind diese einzelnen Ticks Markierungen der Viertelnote im Viervierteltakt. Ja. Einzelschläge. Und genau das meint Reismann, wenn er sagt, das Glockenpendel, womit man eben die vollen Taktteile markiert. Die vollen Taktteile, also die Taktteile in ihrer ganzen Länge. Die einzelnen Ticks. Half of the Taktteile. Genau. Nicht metrisch, aber... Jawohl, und das impliziert, diese Bemerkung impliziert auch jetzt nicht mit Notwendigkeit, aber doch in einer gewissen Logik, ja, dann gibt es auch Einzelschläge des Metronoms, die halben Taktteile. Interesting. Yeah, I've never thought about this. But the question that arises in my immediately is, how do you know then that these journey modulus and other metronome numbers are not for the single use of the metronome, but for the double use? Because there's nothing written about it. Weil diese Metronomangaben, weil sich die Tempoangaben bei Czerny, Hummel immer auf diese Metronomangabe beziehen, und Metronomangaben sind zu verstehen als Metrumsanzeige, Anzeige eines Metrums. So if you apply, und das ist ein Doppelschlag. If you apply the tactile, is there another way of notating that? So do people have other notation for that than for the metric? So we don't know, in fact. Im Grunde genommen ist dieses Glockenpendel einfach nur eine Zutat, die keine Relevanz hat für die Metronomangabe, sondern es ist eine Zutat, die im Grunde genommen für das Üben nach dem Takt gedacht ist. Also im Takt bleiben. Und die Angabe des Zeitmaßes ist eigentlich nur gedacht, die Bestimmung des Tempos, und nachher kannst du eigentlich das Metronom wegstellen. Ja, wie Modulus sagt, so Modulus writes the metronome indications only for the beginning. Genau. And people make from that, you can slow down afterwards. I don't think so. He means you have to play in tempo, but of course you go a little bit with tempo rubato and musician reads, but it's not deflecting from the line of tempo. Und es ist kein Dirigent, sozusagen. Ja, of course not. Genau. It's a machine. Aber beim Glockenpendel, wenn das zum Einsatz kommt, diese Glocke, hat es einfach diese Funktion. Und Marx unterscheidet zwischen Angabe des Zeitmaßes oder Metrum und unterscheidet das eben von der Anzeige the bells are ringing, so probably we have mentioned an important point now, because we are getting accompaniment from the bells here in the church. Lourdes, last question about this, because this is an interesting topic. We could go on forever on this. Are there music pieces with specific indications for this Glocken metronome? So where people indicate how you have to use that? Nein, weil das Glockenpendel eine andere Funktion hat. Da geht es nicht um die Zeitangabe, es geht nicht um die Tempoangabe, sondern es soll anders eingesetzt werden. Ja, okay. Ja?
Darum gibt es auch keine solchen Verweise. Oh man, this is complicated. And again, from a practical use, it's very easy because it's very, very stupidly said. Music becomes playable or not. That's actually das ist das Kriterium. For me, that's and for me also the connection with Bach and the way we play that, and we understand his notation. If you are diving into that, that's really another world, tempo ordinario and things like that. So the right understanding of the movement with Bach, it really ties into all of this. And so from the other side, my side of the perspective of the spectrum, it's rather easy. But the theoretical understanding, it's not easy. So people say, well, there is not evidence for this, or there is not, you cannot prove. Yeah, you can, but it's not something you can do in 2 seconds. So it's not this kind of science. And it is apparently something that really goes back a long time in those days that people were not talking about because everybody knew about that. And yeah. So anyway, Lorenz, thank you again. We are not finished with our series of videos, and so we see you again. If this is your first time, I'd love to have you subscribe to your channel so you stay on top of everything. And we see each other very soon again. Bye.